Die EDAG ist ein international tätiger Entwicklungsdienstleister, Engineering-Dienstleister. Das heißt, wir gestalten mit den OEMs, mit Startups weltweit die Mobilität von morgen. Wir sind in der gesamten Palette der Mobilitätsindustrie unterwegs. Das heißt, im Engineering von Fahrzeugen, aber auch Nutzkraftfahrzeuge, Motorräder, autonomes Fahren, Elektromobilität. Das sind alles Themen, mit der wir die Zukunft, das Fahren von morgen, die Mobilität von morgen mitgestalten. Wir haben 60 Standorte weltweit, in Europa, in Asien, in den USA, in Südamerika, also im Prinzip überall, wo auch Automobilitätsindustrie sitzt, da hat die EDAG auch einen Standort. Im März 2021 hatten wir eine Ransomware-Attacke. Das hat sich so dargestellt, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag verschiedene Systeme ausgefallen sind. Speziell ging es in dem Fall um die Mail-Server. Wir haben sie über unser Monitoring-System feststellen können. Wir sind erstmal von einem guten Case ausgegangen, dass es nur lokal in dieser Niederlassung der Vorfall passiert ist. Aber in Summe haben wir dann doch nach 1-2 Stunden feststellen müssen, dass es weltweit durchgeschlagen hat. Das war wirklich sehr, sehr schnell klar, dass wir auch Hilfe von außen benötigen, weil so ein großer Angriff braucht ja auch ein bisschen Expertenwissen in dem Sinne, dass man das vielleicht schon mal mitgemacht hat. Einfach Know-how und Erfahrung ist da unglaublich wichtig und deshalb war es uns auch klar, dass wir da einen Incident-Response-Händler brauchen, dass wir Security-Experten brauchen. Wir wurden kurz nach dem Angriff von EDAG quasi hinzugezogen, sind dann in den ersten 2 Wochen auch bei EDAG vor Ort gewesen, um auch vor Ort zu unterstützen und haben quasi eine Landschaft vorgefunden, die vollständig vom Angreifer befallen war und mussten dementsprechend eine Security Response vornehmen, die sich auch entsprechend auf das gesamte Netzwerk der EDAG bezogen hat. In so einer Krisensituation ist es unglaublich hilfreich, wenn man jemanden vor Ort hat, wenn man auch direkt sieht, wie hilft derjenige. Er kann aktiv etwas einbringen, wenn er einfach auch was hört. Das war unglaublich hilfreich und auch nicht durch Digitales zu ersetzen. Wir erleben eine Industrialisierung in der Cyberangriffsszene. Das heißt, die Cyberangreifer, die ihre Cyberangriffstools entwickeln, greifen nicht mehr selbst an, sondern bieten das als Software-as-a-Service-Anbieter so einfach an, dass die Schar derer, die draußen agieren, nicht mehr besonders schlau sein muss. Das heißt, die Anzahl wird dadurch wesentlich größer und breiter und das ist genau den Effekt, den wir auch gerade draußen im Markt sehen. Unsere Lösung selbst hilft dabei, Angreifer im Netz zu erkennen. Wir verhindern nicht, dass jemand ins Netz eindringt, aber wir können mit hoher Präzision erkennen, dass eben ein Angreifer vor Ort ist, wo er sich befindet und was er gerade tut. Der Punkt Security by Design, speziell durch Unterstützung von The Orange, hilft uns dahingehend, dass wir eben jetzt eine neue Architektur nach dem Angriff aufbauen können. Und neben dem Aufbau einer neuen Architektur können wir gleichzeitig mit dem Partner eben eine 24/7-Überwachung gewährleisten. Nach so einer Attacke verliert man natürlich sofort das lang aufgebaute Vertrauen in seine eigenen Systeme, in seine eigene Sicherheit. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich Vertrauensanker auch wieder bildet und mit reinholt. Und das war für uns die Orange zusammen mit der Vectra, die uns dann eben absichern konnten, sagen konnten, wir haben auf der einen Seite die Experten von Orange, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen und wir haben auf der anderen Seite auch die Vectra, die uns das Netzwerk überwacht und uns dort einen Vertrauensanker gibt, dass wir, sollte doch nochmal was Schlafendes wieder hochkommen, sollte nochmal ein Nachangriff hochkommen, dass wir das rechtzeitig sehen und dass wir uns dann quasi nicht nochmal wieder in solchen Problemen verhaspeln. Orange.